Im heutigen Flash-Tag tauchen wir in die Welt der industriellen Berufslehre in der Schweiz ein. Ich freue mich sehr, dass ich den Präsidenten der LIBS zu Gast habe. Herzlich willkommen, Stefan Wettstein. Hoi, merci für die Einladung. Erklär uns in 2-3 Sätzen, wer ist LIBS und was macht ihr? Also die LIBS ist eigentlich ein Ausbildungsverbund, ein Verein mit fast 180 Mitgliederfirmen und unser Kerngeschäft ist, junge Menschen ausbilden. Das hauptsächlich in industriellen Berufen. Das sind etwa 19 Berufe, aber auch in Tech-Berufen, also in Berufen, wo zum Beispiel Digitalisierung eine grosse Rolle spielt. Das machen wir an verschiedenen Standorten hier in der Schweiz, hauptsächlich in Baden-Bier. Wir machen das in Zürich und wir machen das in Rapperswil und selbstverständlich auch in Heerbrugg. Also wir decken die Deutschschweiz ab und wir tun fast 1150-60 Lernende jedes Jahr ausbilden, direkt ausbilden. Wir machen aber auch sogenannte UK-Kurse, also überbetriebliche Kurse, die wir für andere Kunden machen. Da bilden wir nochmal 500 Lernende aus in diesem Bereich. Und das ist etwas, was sehr vielen Leuten Spass macht, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allen Dingen unseren Mitgliederfirmen. Das sind KMUs, sehr viele KMUs, aber es sind auch ganz grosse Konzerne, die Kernmitglieder sind bei uns und die einen Bedarf haben an jungen Menschen, die in der Industrie arbeiten wollen. Lass uns gerade auf den Bedarf eingehen. Unsere Welt ist im Umbruch. Du hast es vorher auch gerade angesprochen, Digitalisierung. Auch neue Technologien bringen auch neue Berufsfelder. Wo hast du die grössten Veränderungen gesehen in den letzten, sagen wir, 5 Jahren, 10 Jahren? Also ich glaube, die grössten Veränderungen sind sicher im Bereich der Tech-Berufe. Die klassischen Industrieberufe, die haben sich, wo ich selber eine Lehre gemacht habe, die haben sich schon auch verändert, aber da ist sehr vieles ähnlich geblieben. Hingegen sind neue Berufe dazugekommen. Ich nehme einfach ein Beispiel, das vielleicht für die Industrie nicht so ein klassisches Beispiel ist, aber das ist der Mediamatiker. Das ist eine Fachfrau oder ein Fachmann, der eine kaufmännische Ausbildung hat, aber hauptsächlich dann kann mit sozialen Medien umgehen, der kann eine Homepage machen für eine Unternehmung, der weiss, wie man Videos macht zum Beispiel, wie man Interviews macht. Und das ist ganz eine neue Qualität. Da geht es nicht nur darum, zusammenzuzählen und schreiben, sondern es geht darum, mit Menschen zu interagieren. Und das ist etwas, wo neu ist. Es gibt andere Berufe, wie der Informatiker, der sich selbstverständlich entwickelt hat. Das tun wir auch ausbilden bei uns. Also, wo es in eine Richtung hineingeht, wo nicht nur Hardware schlussendlich als Produkt rauskommt, sondern eben auch eine Software. Also das sind vielleicht 2 Beispiele, wo man sieht, wie sich das verändert hat. Aber die Veränderung, die wir erleben, ist die Veränderung, die die Industrie erlebt. Wir passen uns unseren Kunden an. Also wir bilden nicht für uns aus, sondern wir bilden für unsere Kunden aus. Und unsere Kunden sagen uns, was sie für Berufsbilder brauchen in der Zukunft, wie die jungen Menschen ausgebildet sein müssen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen das sie haben müssen. Und viele reden heute von künstlicher Intelligenz. Das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist die natürliche Intelligenz. Innovationskraft, Empathie, können aufeinander zugehen, miteinander können ein Problem lösen, in einer Gruppe können ein Projekt umsetzen. Das ist etwas, was wir fördern wollen mit unserer Ausbildung. Und da ist das Basisfundament, wenn man so will, von so dem Ausbildungshaus Schweiz, das Fundament ist die duale Berufsausbildung. Auf das soll ich gerade eingehen, weil das duale Bildungssystem der Schweiz, das wird immer wieder als Vorzeigemodell auch erwähnt und ist einzigartig in der Welt. Glaubst du, dass sich das auch in Zukunft bewähren wird? Ich bin überzeugt davon, dass sich das wird bewähren. Es ist nicht ganz einzigartig. Auch in Deutschland kennt man Berufsausbildung, auch in Österreich. Aber so wie wir das leben, dass die Industrie oder die Wirtschaft als ein Partner und der Staat als zweiter Partner, nämlich für Berufsschulen, dass die miteinander eine Ausbildung machen, wo die Bedürfnisse aus der Wirtschaft abdeckt sind, aber auch die Bedürfnisse der Gesellschaft abdeckt werden. Das ist einzigartig. Und wir dürfen jedes Jahr verschiedenste Botschafterinnen und Botschafter bei der LIBS begrüßen. Sehr viel der US-amerikanische, die staunen, wenn bei uns 16-jährige junge Menschen auf Englisch ihren Beruf erklären. Das ist sicher einzigartig und dem müssen wir sehr Sorge tragen, weil das ist ein grosser Teil von der Erfolgsgeschichte der Schweiz. Die Schweiz lebt von Innovation, die Schweiz lebt von neuen Technologien, aber sie lebt hauptsächlich von Menschen, die das lernen oder erlernen, weiterentwickeln und auch anwenden. Und da sind wir ein Baustein in dem System drin. Lass uns, du hast vorhin von Informatik geredet, Mediamatiker, jetzt sind wir da in einer Werkstatt, es gibt auch noch andere Berufsbilder.
Die Schweiz ist auch bekannt dafür, dass es ganz viele Akademiker hat. Also viele haben das Gymnasium, gehen studieren. Glaubst du, dass sich das Bild von diesen prestigeträchtigen Berufen sich in Zukunft ändern wird? Weil genau auch die Sachen, die man von Hand macht oder mit Maschinen macht, in Zukunft viel wichtiger ist wegen Fachkräftemangel. Also vielleicht einfach als Basisinformation. 2/3 der Jugendlichen machen heute eine Berufslehre. Also das Grosse, es hat sich schon verändert, der Kernteil von der Schweizer Wirtschaft basiert auf einer Berufslehre. Selbstverständlich gibt es mit den Veränderungen in der Wirtschaft Notwendigkeit, sich weiterzubilden. Sehr viele machen nach einer Berufslehre eine tertiäre Ausbildung. Sei das eine höhere Fachprüfung, sei das eine höhere Fachschule, sei das, dass sie an eine Fachhochschule gehen. Und wenn sie diesen Schritt gemacht haben, dann können sie selbstverständlich auch an der Universität studieren. Sie können heute, wenn sie eine Berufslehre gemacht haben, über alle diese Schritte doktorieren. Das ist durchgängig, das System. Und darum sage ich, sind die 2/3, die Wirtschaft unterstützen mit einer Berufslehre, die werden nach wie vor auch in der Zukunft sein. Und es braucht beides. Es ist nicht so, dass man sagt, es braucht nur die universitäre Ausbildung. Oder es braucht nur Berufsausbildung. Es sind ganz verschiedene Ansprüche an die Ausbildungen. Die eine Ausbildung soll in die Forschung und in die Lehre gehen, hauptsächlich. Aber die Anwendung von Technologie, Anwendung von gesellschaftlichen Herausforderungen oder die Lösung von solchen Herausforderungen, die Anwendung, die soll eigentlich über Berufslehre abgedeckt werden. Und darum bin ich überzeugt, das wird man auch in der Zukunft brauchen. Und man kann in so einem System auch Karriere machen. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, junge Menschen wollen auch Karriere machen. Viele wollen Karriere machen. Aber man muss wissen, Karriere braucht ein gutes Fundament. Definitiv. Reden wir auch über das Fundament. Ihr legt unheimlich grossen Wert darauf, dass die Lernenden nebst ihrem Beruf das Handwerk erlernen, auch ganz klar ein unternehmerisches Mindset aufbauen. Also ganz konkret haben ihr ein liebes Unternehmerhaus. Warum ist euch das so wichtig? Also eins von unserer Vision ist, oder eine von, nicht Vision, sondern vielleicht sogar eine Mission ist, wir wollen Lebensunternehmerinnen und Lebensunternehmer befähigen. Und jeder von uns ist für sein Leben selber verantwortlich. Es ist nicht der Staat, der für mich verantwortlich ist, sondern ich bin für mich verantwortlich. Und Lebensunternehmer sein, das ist das eine in der Ausbildung. Und wir haben festgestellt, dass gerade in der Berufsausbildung der ganze Teil von Ökonomie, der ganze Teil, wie sind die wirtschaftlichen Zusammenhänge, warum ist der Weg zum Konkursamt mit Businessplänen gepflastert, die nicht aufgegangen sind? Das Verständnis müssen wir wecken. Und das machen wir mit dem Unternehmerhaus, machen wir mit Partnerfirmen, wo ganz, ganz wichtig sind, wo gleichzeitig auch gesehen haben, dass das einfach notwendig ist, dass man das tut. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, dass man glaubt, Start-ups kommen nur aus der ETH oder aus der Uni. 2/3 der jungen Menschen machen eine Berufslehre. Und das Potenzial sollte man nicht brach liegen lassen, wenn man es mal so sagen, sondern man sollte es nutzen und man muss es fördern und entwickeln. Und das ist das, was wir machen. Und ich mache jetzt das seit knapp 5 Jahren. Und so wie es aussieht, machen wir das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich habe einige sehr begeisternde Lernende auch erleben dürfen. Wenn jetzt du hast viel Erfahrung mit Jugendlichen, oder? Wenn die jetzt noch ein bisschen orientierungslos sind, also noch vor der Berufswahl stehen oder auch noch nicht so ganz genau wissen, was sie eigentlich wollen, hast du da eine Empfehlung, wie die vorgehen sollen? Ich meine, die sind wahnsinnig jung, die sind 14, 15 dort umeinander. Also, ja, das ist so. Sie sind jung und das Thema ist, ich habe 2 Enkeltöchter. Die eine ist 9 und die andere ist 7. Und ich nehme sie jedes Mal mit am Tag der offenen Tür von Lips. Denn nur wenn ich jungen Menschen, ganz jungen Menschen zeige, wie die Welt ist, können sie sich auch ein Bild davon machen. Ich glaube nicht, dass man erst in der 3. oder in der 2. oder der 3. Sek sich mit dem Beruf befassen sollte. Man muss nicht genau wissen, was man will, aber man sollte die Stossrichtung kennen. Man sollte wissen, bin ich jemand, der gerne handwerklich schafft? Bin ich jemand, der lieber industriell schafft mit Maschinen? Bin ich jemand, der kreativ schafft? Solche Sachen, die sollte man fördern. Und wir sehen das viel beim Sport. Wenn wir heute den Sport anschauen, dann sind die jüngsten Knubbli mit 4 und 5 gehen shooten. Weil man dort unten anfängt. Und wir fangen viel zu spät an. Also, das eine ist, man muss sich mit dem befassen. Das wäre so ein erster Tipp. Eine gute Möglichkeit ist, dass man zu der Lips geht, an den Tag der offenen Tür. Da gibt es an jedem Standort, jedes Jahr.
Eine zweite Möglichkeit ist, und das unterstützen wir für die Schulen, dass Schulen können zu uns kommen, weil auch Lehrer und Lehrerinnen haben in der Regel wenig Erfahrung, was in der Wirtschaft für Berufe sind. Also muss man ihnen das zeigen. Wie fest spielen auch die Eltern eine Rolle, was für einen Beruf das die Jugendlichen wählen? Ich glaube, das spielt eine sehr starke Rolle, weil die Eltern sind doch für Kinder die nächste Bezugsperson. Und Kinder lernen, indem sie kopieren. Und sie lernen die Sprache, indem sie eben die Sprache der Eltern kopieren. Und so kopieren sie auch einen Teil vom Lebensstil und vom Lebensinhalt von Eltern. Und ich glaube, das ist wichtig. Und da braucht es einfach auch eine Öffnung, eine Offenheit zu haben und zu sagen, es gibt verschiedene Wege, dass wir das Eltern, den Kind die verschiedenen Wege aufzeigen und nicht schon ganz am Anfang die Weichen stellen und sagen, das ist nur der Weg möglich. Weil es ist jeder Weg möglich, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt ist vielfach für Jugendliche relativ früh. Und Eltern haben da eine klare Meinung. Aber für uns sind Eltern wichtig. Eltern sind für uns, wenn man so will, auch Vertragspartner, weil die Jugendlichen sind nicht volljährig. Und wir machen doch einen Ausbildungsvertrag. Und wir machen einen Ausbildungsvertrag mit dem Jugendlichen und seinen Eltern. Und wir machen einen mit dem Kanton. Und liebst ist der dritte Vertragspartner. Also Eltern sind ganz, ganz wichtig. Als abschliessende Frage, wenn ihr jetzt einen Lernenden oder Lernende in der Lips habt und ihr merkt, okay, angefangen im ersten Lehrjahr, aber ich glaube, das ist nicht der passende Beruf jetzt für diese Person. Was passiert dann? Ja, also wir versuchen beim Rekrutieren selbstverständlich zu schauen, dass wir junge Menschen in den Beruf hineinbringen, wo sie sagen, das möchte ich machen, wo sie auch Kompetenz und Fähigkeit haben. Und wenn wir sehen, dass das nicht klappt, dann versuchen wir zu unterstützen. Im Sinn, wo wir halt zusätzliche Ausbildungsmodule machen mit ihnen, so dass sie mitgehen können. Aber am Schluss muss man auch sagen, es gibt manchmal den Punkt, wo man sagen, das klappt nicht. Jetzt sind wir in einer sehr glücklichen Lage, dass wir, wenn 100 Lernende bei uns anfangen, dann sind 97 Lernende nach 4 Jahren haben die ein eidgenössisches Fähigkeitsausweis. Also knapp 3% schaffen die Lehre nicht oder machen sie nicht ganz fertig. Das ist ausserordentlich gut. Wenn Sie das in der Bauwirtschaft anschauen, dann ist die Abschlussquote irgendwie bei 35%. Und der Rest macht nicht weiter. Also, es ist ganz wichtig. Und das ist ja auch ein Vorteil von der LIPS. Wir rekrutieren von A bis Z und wir führen den Lernenden oder die Lernende zu einem Lehrabschluss. Und wir übernehmen die Verantwortung für 4 oder für 3 Jahre. Für den ganzen Prozess. Für den ganzen Prozess. Ja. Und wir sind verantwortlich, wenn mal ein Liebeskummer ist oder wenn eine Pandemie ausbricht, dann sorgen wir dafür sorgen, dass unsere Lernenden unterstützt werden. Das ist unser Teil vom Vertrag, wo wir eingegangen sind. Lieber Stefan, danke vielmals fürs Gespräch. Ich nehme als Takeaway, dass es nicht zu früh ist, die Jungen oder vielleicht sogar Kinder schon in die Berufswahl zu führen und vor allem auch, dass bei der LIPS die Tür immer offen steht. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Herzlichen Dank. Merci vielmals.